Es war eine dunkle, stürmische Nacht, als Ella sich entschloss, die verlassene Hütte am Rande des Waldes zu betreten. Sie hatte Gerüchte über das verlassene Gebäude gehört, aber niemand im Dorf sprach jemals wirklich darüber. Es war nur ein unscheinbares Gebäude, ein paar Jahre alt, aber von niemandem gewollt und seitdem verlassen. Und doch gab es diesen seltsamen, unangenehmen Blick auf das Haus, der die meisten dazu brachte, es zu meiden. Ella jedoch war immer neugierig. Als sie an diesem Abend allein auf dem Heimweg war und der Wind peitschte, wusste sie, dass sie diesem Geheimnis endlich auf den Grund gehen würde. Sie betrat die Hütte. Der Boden unter ihren Füßen knarrte, als sie den Schritt über die Schwelle tat. Der Geruch von Schimmel und Moder lag in der Luft, und die Wände schienen von der feuchten Kälte der Jahre gezeichnet. Ihre Taschenlampe flackerte schwach, als sie weiterging. Der Wind heulte draußen, aber in der Hütte herrschte eine unheimliche Stille, die sie fast erdrückte. Mit jedem Schritt, den sie machte, wuchs das Gefühl der Unruhe. Ihre Hand zitterte, als sie den Raum weiter durchschaute. Alte Möbel standen in der Ecke und zerbrochene Fenster ließen den Regen eindringen. Doch etwas war merkwürdig. Der Raum war zu ordentlich. Es gab keinen Staub, keinen Schmutz, als wäre jemand gerade hier gewesen und alles aufgeräumt. Plötzlich hörte sie es. Ein leises, flüsterndes Geräusch, das aus der Dunkelheit kam. Es war kaum wahrnehmbar, aber eindeutig da. Ella hielt inne. Ihr Herz schlug schneller. »Du bist nicht allein«, flüsterte eine leise, kratzige Stimme. Sie drehte sich hastig um. Niemand war da. Der Raum war leer. Doch dann hörte sie es wieder, das Flüstern. Es kam aus der Wand. Sie trat näher und spürte die kalte Luft, die aus dem Riss in der Wand strömte. Das Flüstern wurde lauter. »Komm näher, sie wartet!« Ella spürte ein eisiges Kribbeln, das sich ihren Rücken hinaufzog. Ihre Finger verkrampften sich um die Taschenlampe. Sie wollte laufen, doch ihre Füße schienen wie angewurzelt am Boden zu haften. Ihre Kehle war trocken, ihr Atem unregelmäßig. Das Flüstern war nun fast wie ein Singen. Eine Melodie, die sie in einen Bann zog. »Komm näher! Lass uns spielen!« Mit einem Ruck sprang sie zurück und drehte sich zur Tür um. Doch sie war nicht mehr da. Wo eben noch die Tür gewesen war, war nun nur noch eine Wand. Ihre Augen weiteten sich in Panik. Wie konnte das sein? Sie trat zurück, fiel fast und schlug mit der Taschenlampe gegen die Wand, um den Ausgang zu finden. Und da war es. Ein winziges Loch, fast unsichtbar in der Wand. Es war das Einzige, was sie noch vor dem Wahnsinn retten konnte. Sie wusste, dass sie hindurch musste. Doch als sie sich näherte, sah sie etwas anderes. Am Rand des Lochs war ein verblasstes Gesicht. Sie konnte es kaum fassen. Es war das Gesicht eines Mädchens, das sie nie gesehen hatte. Es schien fast, als würde das Mädchen sie anstarren. Es war nicht real, sie wusste es. Aber trotzdem, diese Augen, die sie anblickten, schienen tief in ihr zu blicken, in ihre Seele. »Du bist zu spät«, hauchte die Stimme jetzt direkt hinter ihr. Ella drehte sich erschrocken um, doch niemand war da. Das Flüstern war jetzt überall. Die Wände, der Boden, der Raum selbst schien zu atmen. Sie war umzingelt, in einem Albtraum gefangen. »Du bist nicht mehr allein«, hörte sie das Mädchen sagen. Mit einem wilden, verzweifelten Ruck stieß sie sich ab und rannte, blind, panisch, gegen die Wand. Doch sie stolperte und fiel, als sie plötzlich den Boden unter sich verlor. Sie stürzte in die Dunkelheit, und der letzte Blick, den sie warf, war auf den winzigen Spalt in der Wand, aus dem nun eine Hand kam, die sich nach ihr ausstreckte. »Komm, zu uns.« Fazit: Ella wurde nie wieder gesehen. Das Dorf sprach nie wieder über die Hütte. Doch manchmal in stillen Nächten, wenn der Wind durch die Bäume rauscht, hört man das leise kratzende Flüstern des Mädchens, das nach neuen Seelen sucht. Und hier eine weitere Geschichte. Es war eine kühle Herbstnacht, als Lilly das erste Mal von dem alten Haus am Ende der Straße hörte. Ihre Freundin Sarah hatte es ihr erzählt, während sie gemeinsam auf dem Schulhof standen. »Weißt du, dass niemand seit Jahren in diesem Haus wohnt?« fragte Sarah mit einem Grinsen. »Es soll verflucht sein.« Lilly schüttelte nur den Kopf. Sie kannte die Geschichten, die sich in ihrer Stadt über dieses verlassene, heruntergekommene Haus rankten. Niemand traute sich in die Nähe, doch an diesem Abend, als die Sonne unterging und der Wind durch die Bäume pfiff, begann die Neugier in ihr zu wachsen. Was, wenn die Geschichten nicht wahr waren?
Was, wenn das Haus nur ein ganz normales, alt gewordenes Gebäude war? »Ich gehe hin«, sagte Lilly plötzlich ohne einen konkreten Plan. Sarah starrte sie entgeistert an. »Bist du verrückt? Niemand geht dahin.« Aber Lilly war entschlossen. In der Nacht, als der Mond voll und geheimnisvoll am Himmel stand, schnappte sie sich eine Taschenlampe und machte sich auf den Weg. Die anderen hatten vielleicht ihre Geschichten erzählt, aber sie war sicher, dass es nur leere Gerüchte waren. Es war ein normales Haus. Es musste nur ein bisschen Renovierung brauchen. Der Weg zum Haus war düster und von knorrigen Bäumen gesäumt. Der Boden unter ihren Füßen war mit Laub bedeckt, das bei jedem Schritt raschelte. Als sie näher kam, fiel ihr auf, wie seltsam ruhig es in dieser Gegend war. Kein Vogelzwitschern, keine Geräusche von Tieren. Es war, als ob die Welt selbst den Atem anhielt. Das Haus tauchte schließlich aus der Dunkelheit auf. Es war größer, als sie es in Erinnerung hatte. Der einst weiße Anstrich war jetzt von Schmutz und Moos überwuchert, die Fenster waren zerbrochen und die Tür stand einladend offen. Ein kalter Wind wehte ihr entgegen und sie spürte ein unangenehmes Ziehen im Magen. Doch sie trat entschlossen über die Schwelle. Drinnen war es düster und muffig. Ihre Taschenlampe erhellte nur einen kleinen Bereich vor ihr, aber das Licht schien von den Wänden zurückzuweichen. Der Raum war leer, bis auf verstaubte Möbel, die sich in den Ecken stapelten. Es roch nach altem Holz und Verfall. Doch was Lilly nicht erwartet hatte, war das merkwürdige Gefühl, dass sie beobachtet wurde. Es war ein unheimliches Gefühl, als würde etwas oder jemand in den Schatten lauern. »Du bist also gekommen.« Lilly erstarrte. Die Stimme war weich und sanft, fast wie ein Flüstern, aber klar und deutlich. Sie drehte sich erschrocken um, doch der Raum war leer. Ihre Taschenlampe zuckte, dann blieb sie plötzlich aus. In der Dunkelheit begann sie nervös, mit den Händen nach den Batterien zu suchen, doch als sie nach unten sah, sah sie, dass der Boden mit seltsamen, blutroten Spuren bedeckt war. »Geh wieder«, flüsterte die Stimme, »es ist nicht deine Zeit.« Lilly sprang auf und rannte zur Tür, doch sie öffnete sich nicht. Panik stieg in ihr auf. »Was? Was passiert hier?« murmelte sie ängstlich. Sie konnte den Blick nicht von den roten Spuren auf dem Boden lassen, die sich nun langsam bewegten, als ob etwas Unsichtbares sie hinterließ. Plötzlich flackerte die Lampe wieder auf. Sie erblickte eine Gestalt am anderen Ende des Raumes. Eine Frau, gebückt, in zerrissenen Kleidern. Ihr Gesicht war von langen, wirren Haaren verdeckt. Ihre Haut war blass und schlaff, und als sie den Kopf hob, konnte Lilly den grauenvollen Ausdruck in ihren Augen sehen, leer, kalt und voller Schmerz. »Warum hast du dich nicht von uns ferngehalten?« fragte die Frau in einem gespenstischen Ton. Ihre Stimme klang wie das Wispern von Tausenden von verlorenen Seelen. Lilly wollte schreien, doch kein Laut kam aus ihrem Mund. Ihre Beine versagten, sie fiel zu Boden, unfähig, sich zu bewegen. Der Raum schien sich zu drehen, eine eisige Kälte legte sich über sie. Die Wände schienen sich zu verengen und die Luft war dick und schwer. Die Frau begann sich langsam zu bewegen, ihre Schritte waren laut und unheimlich, als ob ihr Körper gegen den Boden schleifte. »Du hättest nicht kommen dürfen. Du bist nicht willkommen. Diejenigen, die kommen, werden niemals mehr gehen.« Mit einem Ruck war die Taschenlampe wieder an und im schwachen Licht konnte Lilly nun die vielen Schatten im Raum sehen. Die Wände waren bedeckt mit Handschrift, die aus Blut oder etwas anderem bestand. Es war schwer zu sagen, aber sie konnte flimmernde Worte lesen. »Sie kommen. Sie sind schon hier.« »Wer sind Sie?« flüsterte Lilly, ihre Stimme kaum hörbar. »Die Seelen derer, die vor dir kamen«, antwortete die Frau, deren Augen nun starr und glasig waren. »Wir sind alle hier, und jetzt gehörst du auch dazu.« Plötzlich öffnete sich die Tür mit einem lauten Knall. Das unheimliche Flüstern verstummte, und die Frau verschwand in den Schatten, als ob sie nie dagewesen wäre. Lilly, völlig benommen, sprang auf und rannte hinaus. Ihre Füße stolperten über den rutschigen Boden, als sie zum Ausgang flüchtete. Sie stürmte in die Freiheit, doch als sie auf die Straße trat, sah sie, dass sie nicht mehr allein war. Am Ende der Straße standen Gestalten, die in der Dunkelheit verschwanden, doch sie konnte ihre Augen in der Ferne sehen. Leer, schmerzhaft und ausdruckslos. Es waren die Seelen der Verlorenen. Lilly lief, so schnell sie konnte, zurück in ihr Zuhause, doch die Bilder verfolgten sie.
Jede Nacht hörte sie das Flüstern, und manchmal, wenn sie die Augen schloss, sah sie die Frau, die sie anlächelte, und ihre Worte hallten in ihrem Kopf wieder. »Du bist nicht allein.« Lilly konnte nie wieder die Straße entlang gehen, ohne sich verfolgt zu fühlen. Das Haus am Ende der Straße war nicht nur ein Gebäude, es war ein Gefängnis für verlorene Seelen, und Lilly war jetzt eine von ihnen. Gefällt dir das Video? Dann abonniere bitte den Kanal und gib ein Gefällt mir.